Herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Wir wollten hier mit Astarte reden, aber ich habe gemerkt, hier drüben steht noch wer. Ich glaube, ich rede erst mit dem Dude da vorne, bevor ich hier zu der hinmarschiere. Schauen wir mal. Well, wouldn't you look fine with a strapping warrior at your side? Or is it mages you prefer? An eagle-eyed ranger? A stealthy pickpocket? Take your pick of my swords for hire. Of course, Chief. But maybe you ought to get rid of some of your old ones first. Never does well to sour one batch in sight of the other. Okay, also das ist unsere Recruiter quasi hier. Soll ich mitnehmen? Okay. Dekoratives Zweihandschwert. Das teilt gut aus. Naja. Also es ist quasi jetzt hier, wo wir Leute einladen könnten in unsere Truppe, aber nachdem wir beide hier Lone Wolf sind, wird das halt wahrscheinlich nichts. Noch ein Briefchen. Aber allein wenn man die ganzen Briefe sich durchliest, beziehungsweise ich sie vorlesen würde, wäre das einfach eine abnormal, also Verlängerung der Spielzeit nochmal. So. Hier geht's auch noch irgendwo rein. I've spotted something. Was hast du gespottet? Der Seite? Oder was? Sagt sie mir nicht, was sie gespottet hat. Ich war da gerade. Ah. Hannemanns Axt. Okay. Treasure! Das Tagebuch, glaube ich, haben wir schon gelesen. Ja gut, dann reden wir mal mit der Astarte. Astarte. You. It cannot be you. But it can only be you. The Guardians. Those I deceived. Those that deserted me. But oh, how weak you have become. As weak as you used to be strong. Look about you. You used to lead, and now you follow, ignorant of your faults and ignorant of your fate. That it has come to this. Woe to the world that it has come to this. He won't believe me, the fiend. Genau, sie werden sich hier ausruhen. Die Leute, die wir wegschicken, werden sich hier entspannen. Mal das Feuer hier noch an. Cool. Dann wissen wir das auch, wenn wir wieder zurückgehen. Who do you think that creature in there was? I haven't the foggiest. But the eerie bit is that she seemed to know us. The Lady of Time, the Weaver of History. Good to see you on the Shelter Plain. A home away from home, is it not? Most certainly. Ah, yes, the Hall of Heroes. Once upon a time, great feasts were held there in honor of heroes graced by the gods themselves. In that room, mortals and immortals dined side by side. I can't think of a better place to gather new heroes, should you come across such rarities, so that when needed, they can serve you in your quest against the void. Like you, she is a mystery. But she seems to know you, doesn't she? Perhaps you'll meet her again, and we'll learn more about her, and about you. Like the imp said to the ballista operator, shoot! Wouldn't it just? Would that I had a starstone sight
sightseeing guide, but alas, such a booklet does not exist. Just like yourselves, starstones are curiously absent from history, both in my writings and on the tapestry of time. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago. The stones are therefore most likely to be found in the ancient places of this world. Ruins, caves, the lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should frequent. 2 more pieces of advice. Don't go unarmed and consult with my agent. Das haben wir schon mal gefragt, oder? Kann das sein? Like the imp said to the ballista operator, shoot! Gut, ich bin mal hier weg. How might I serve our mission? Threads I weave and she is one whose history is shrouded in darkness. She is more than a woman, though less than a goddess. She knows you. You have wronged her. She is part of the end, though she longs to be part of endlessness. The threads tell me that once, oh, how many eons lie hidden in so small a word. Once, you strode across that hall in shining armor, a sovereign to all who beheld your might. I can clearly read that armies you have led, demons and dragons you have conquered, that you have ascended. But how can this be now that you stand before me a human, a mortal? How far has your soul fled from the being it used to be? New threads, more threads we need. Okay. Ist ja auch schon mal sehr interessant, dass wir irgendwie ein Leben vor unserem Leben quasi hatten. So, das ist das Tagebuch. Nee, das ist schon das, was wir brauchen. Abgeschlossene Ausblenden. So. Okay. Können wir über... Oh ne, so nicht. Über das Tagebuch, Tutorial... Was so? Taktische Ansicht. Aha. Hier, Spaltweise was. Wo waren wir jetzt davor? Waren wir am Hafen? Oder irgendwie sowas, gell? Okay, hier war es nicht. Laufen wir mal. Ich dann auch einfach. Ja, lass doch das erstmal machen. Lass mal schauen, ob wir mit Esmeralda nochmal reden können. Ob sich da was verändert hat. Hier ist die gute. Schauen wir da einfach mal vorbei. Das habe ich natürlich, ja. Ewig viel Stuff. Bitte handeln. Du hast kein Gold. Danke, auf Wiedersehen. Wer kein Gold hat, der braucht nicht. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Ist da nicht irgendwie... Boah, das ist natürlich jetzt auch... Kann ich die... Ah, okay. Das ist schon mal besser. Ah, nee, den entsprechenden Kopf wollen wir noch. Den kann ich nicht verkaufen. Okay. Alle 12 Kelche kann man auch verkaufen. Viel ist es nicht, aber... Nehme ich mal mit. I listened in while you were talking to that would-be thief. Thank you for preserving my stock. It's no wonder you source hunters are known for setting the place straight. Okay. Gehen wir nochmal zur Esmeralda.
Ansonsten wird es wahrscheinlich bald mal Zeit, aus der Stadt einfach rauszulaufen. So, wo ist die gute? Da ist die. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Das habe ich ja wahrscheinlich auch schon. Starstone. I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Ja, Gott, das haben wir alles schon auch belabert mit ihr. Und das war, genau. Ihn in Reginalds Keller zu bringen, um dort ungestört mit uns sprechen zu können. Aber kann ich nicht einfach auch irgendwie hier sowas? Nicht genügend Platz. Not here, not now. We'll be better off speaking in the privacy of the cellar. There are eyes and ears everywhere. Some pity. You know the healer's clinic, don't you? Oh, what's his name? Theliron. Yes, behind Theliron's house of healing, along the cliffs, you'll find Reginald's sparse little shack. There I know we won't be overheard. He keeps a spare key right near the place in a pen guarded by a rather lonely little sheep. You can't miss the bugger. Okay. Not here, not now. It won't be the... Okay. Das heißt, das ist die Klinik, dann ist das wahrscheinlich das, wo wir jetzt hin müssen. Schauen wir mal, ob das sich so ausgeht. Oder? Das ist die Klinik, genau. Und da gucken wir mal, ob hier... Kann sein, dass das verschlossen war. Schauen wir mal. Bei den Schafen. Das ist aber eine Kuh. Aber da ist ein Schaf. Cool. Schauen wir mal. Ja, mach's mal wieder zu, nicht, dass die Schafe hier wegrennen. The earth here seems to have been freshly fertilized and aerated. Obviously, someone has taken great care to maintain this gravesite. Are you sure you want to disturb it? Weiß ich nicht, eigentlich schon. Habe ich gespeichert? Jetzt schon. Gucken wir mal, was passiert. We and our shovels will do. That's right. As you prepare to break ground, you gaze at the dirt beneath your feet once more. All right, time to. Here's hoping we find... You plunge your shovel into the earth. Herzlos. Nice. Und tschüss. Sehr gut. Gut, dass ich gespeichert habe. Nein, das würde nicht. No, that would be an. And a disgrace. You step away from the... Ja, mitfühlen, genau. Wichtig. Ein Ast. Na gut, den kannst du mal behalten. Ich brauche keinen Ast. Seil brauche ich auch nicht. Und dann gucken wir mal, ob hier irgendwo der Schlüssel versteckt ist. Ja, dann ich so mit. Don't disturb Master Theliron now. He's been so busy with his research, the poor dear hasn't had a proper night's sleep in months. I give milk. I give wool. And what do I get in return? One way or another, they always try to fleece me. Especially that Evelyn. She's out to get me. I know it. Meh. Okay. Ja, machst du die Tür auf. Gehst du durch.
Machst du Tür zu. Aha. So. So, da war ich dann schon drin. Ich mit dem Schäfchen hier auch schon geredet. If you think black sheep are weird, try weird sheep. Reginalds Ersatzschlüssel. Hatten wir schon gefunden. Und dann gehen wir da in seinen Keller jetzt. Buttermesser, Orangensaft, Apfelgabel. Top. Kisten, glaube ich, brauchen wir nicht. Okay. Now we're talking. Jonglier-Orange. Pfeilattrappe. Ach, für die Bühne. Aha, ist ja lustig. Jonglierkeule. Aber es bringt alles kein Geld, gell? Nee, passt. Da kann ich eigentlich die anderen Jonglier-Orangen, wenn ich sie wegschmeißen. Eigold hier. Tschüss. Okay. So. Dann würde ich mal den Kopf wieder nehmen. Da irgendwo hinsetzen. Und dann hoffen, dass ich mit dem reden kann. A little privacy at last. Out of earshot of that contemptible jester. We can finally speak freely. Where shall we begin? That charlatan doesn't have a lick of his own talent. So he begs, borrows and beats it from those of us with a real vision for the stage. What I wouldn't give to give old Reggie a swift kick in the jugglers. Oh, to have legs again. My true name is Nick. In life, I was an entertainer aboard the ship of the famed Pontius Pirate. I once dared to defy him and he savagely beheaded me for the attempt. Little did I know the abuse was only beginning. A wandering sorcerer, mad as the day is long, found my severed head on the beach and resurrected me. I spent months in his company listening to him blather on about his every inane opinion. When I asked him to return my head to my body, it must be in the Black Cove still, he became enraged and tossed my head into the sea. Reginald stumbled upon me some days later and consigned me into his horrid little show. I know not how long I've been entertaining slack-jawed imbeciles at the Sicil Fair. All I know is I just can't take it anymore. More than anything. But the chances are so slim with the Black Cove utterly infested with Pontius's undead cronies. My poor lost body is among them, sightless and silent in their vile company. For all I know, they're using it as a coat rack. Traveller, if there were any way you would brave the cove's depths and reunite me with myself, you'd be doing me the only kindness I'd have received in as long as my poor memory serves. It won't be the worst in... Okay, gut, dann wissen wir da auch Bescheid. Dann müssen wir da jetzt mal eine Küste absuchen. Und das passt aber eigentlich ganz gut damit zusammen, glaube ich, dass... guck mal, ein Eimer. Das passt, glaube ich, ganz gut damit zusammen, dass ich ja jetzt dann wahrscheinlich erstmal aus der Stadt raus muss, gehe ich mal davon aus. Jetzt hier ja auch relativ alles gefunden haben, was man irgendwie finden kann. Cool. Wenn man einen Eimer reinstellt, hat man einen Eimer Wasser. Das bringt mir genau gar nichts. Bin ich mal so nett und still den Eimer hierher. Okay. Ist da Schlüssel drin? Nee. Aber dann packe ich mal die ganzen Schlüssel rein. Sind die nicht hier irgendwo unterwegs? Schweinebraten, sonst was. Gabel. Alles, was man irgendwie verkaufen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob man das noch braucht vielleicht. Reparaturwerkzeug, die Schaufel. Das ist noch ein Schlüssel. Gelber Farbstoff, Orangensaft. Können wir mal hier weg tun.
Ungefähr. Okay. Dann schauen wir mal, was wir nächste Folge noch so machen. Wo wir hin spazieren oder ob wir tatsächlich mal aus der Stadt rausgehen. Bis dann. Ciao, ciao.